Wir befinden uns heute oberhalb von Pontresina im Engadin. Und unser Ziel ist der Piz Languard, über 3200 Meter hoch, den wir hoffentlich noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen werden. Ich werde mich nicht oft zu Wort melden, weil ich meine Puste für den Aufstieg brauche. Vom Routenverlauf geht es hier jetzt zuerst mal lange Zeit durch den Wald, zickzack hoch zur Alp Languard, dann weiter durchs Val Languard, zu einem Hochtal, zu Giorgis Hütte, scheint ein Restaurant zu sein. Und dann geht es rauf zum Gipfel von dort. Insgesamt rund 6 Stunden, was haben wir gesagt, 47 oder Ja. so. Wir müssten das auf unter 5 Stunden runterkriegen irgendwie. Steht hier wieder Susanne, was extra. machen wir? Hä? Was machen wir? Was wir machen? Dummheiten. Was sollen wir machen? Wir gehen wieder Extratouren, damit es nicht so langweilig wird. Nein. Mit der Navigation hapert es ein bisschen heute. Haben da unten den falschen Weg auf der anderen Talseite genommen. Mussten jetzt alles wieder durchs Gebüsch rüber. Aber wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Alles klar? Ja, ja. Wir sind jetzt wieder auf Kurs, laufen durch dieses wunderbare Val Languard hoch, immer weiter in Richtung Piz Languard, und den sehen wir hier schon hinten um die Ecke, dort wo die Susanne steht. Was ich meine, ich sage jetzt mal nichts. Ich dachte, es wird eine gemütliche T2-Wanderung. Jetzt sind wir schon wieder etwas wild unterwegs. Puh. Zweiter Navigationsfehler des Tages. Schon wieder vom Weg abgekommen. Bin mal gespannt, wie oft wir das noch machen können bis zum Gipfel. Da oben ist ein Wegweiser. Da geht es zum Piz Languard. Ist aber ein riesen Umweg. Also auf jeden Fall größerer Umweg als alle Umwege, die wir bis jetzt falsch gelaufen sind. Deshalb gehen wir jetzt hier die direkte Strecke hoch, um auf den kürzeren Weg zu kommen, der mit unserem Umweg über die Abkürzung am Schluss länger ist. Ah, da oben geht er dann. Na gut, einfach mal bergauf. Wir sind zum zweiten Mal heute wieder auf dem richtigen Weg, oder? Ja, ich nehme es an, ja. Wir kommen nun langsam ans obere Ende vom Val Languard. Wunderschön hier, wie sich das da bis ins Tal runterzieht. Ganz hinten in der Ferne sieht man St. Moritz. Skipisten werden schon beschneit. Und hier auf der anderen Seite spektakuläres Panorama von der Bernina Gruppe. Piz Palu, genial. Hier auf der anderen Seite rückt so langsam der Piz Languard in den Vordergrund. Ganz oben sieht man eine Fahnenstange. Das müsste die Giorgi-Hütte sein, das nächste Etappenziel. Ja, es wird hier immer kälter und windiger und auch steiler. Man merkt schon, wie einem die Ohren abfrieren. Wird Zeit, die löchrigen Handschuhe anzuziehen. So, sieht doch schon viel besser aus. Ja, uns schlägt inzwischen schon brutaler Wind entgegen. Kommen auch nicht mehr so schnell vorwärts, diesem Gegenwind.
Wir sind immer noch auf dem Weg zu Georgies Hütte. Wir haben gerade die 3000er-Schwelle geknackt. Juhu! Steht immer noch auf 2 Beinen. Ja. Gewaltige Aussicht, spektakulär. Hier schon Glatteis auf dem Weg. So, wir sind jetzt bei Georgies Hütte angekommen. Scheint verlassen zu sein. Offen steht da. Nee, da ist ja ein Seil dafür. Vielleicht können wir uns nachher aufwärmen. Jetzt geht's erstmal weiter zum Gipfel. Meine Nase ist angefroren. Und ich kann auch nicht mehr so richtig reden. Oh je. Hier das WC des Hauses vor sehr abenteuerlicher und abschüssiger Kulisse hier. Und hier muss man echt aufpassen. Also da dieses Glatteis, das ist pickelhart. Da hinten scheint es interessant zu werden. Da scheint es so Seile zu haben. Hier unter uns sehen wir die Hütte. Traumhaftes Panorama. Sehr schöner Aufstieg über diese Fels- und Geröllpassagen. Ai, ai, ai. Das ist ein tolles Ding. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich auf dem Piz Languard angekommen. Ich stehe hier gerade schön bequem unter diesem Dach vom Vermessungspunkt. Spektakuläres Panorama in alle Richtungen. Also wirklich genial. Herrliche Tiefblicke auf St. Moritz und hier 100.000 Berge, die ich da überhaupt noch nie gesehen habe. Wahnsinn. Ja, die Aussicht hier ist wirklich spektakulär. Wunderschön. Ist kalt, komm. Machen wir uns wieder nach unten. Da. Hier. Hup.
Wir sind jetzt wieder bei Georgis Hütte angelangt, gehen jetzt den gleichen Weg wieder ins Tal zurück in Richtung Pontresina. Sehr schön im Abstieg kann man das Ganze noch mal so richtig genießen. Ja, wunderschön. Wunderschön, aber eisig kalt. Ich freue mich schon, wenn wir unten wieder im Wald sind. Aber gut, dafür haben wir die ganze Region für uns alleine. Ich glaube, außer uns war heute keiner hier oben. Du. Ich denke mir auch, dass das wirklich ein stark besuchter Gipfel im Sommer ist. Die Aussicht ist einfach grandios. Wir sind jetzt wieder am Fuß vom Berg, bereits auch wieder in leicht beschleunigtem Abstiegstempo. Ja, es geht locker. Ist auch besser für die Knie so, ne? Die Handschuhe und die Mützen sind jetzt wieder weg. Wir sehen jetzt Susanne am Trailrunnen. Oder soll man besser sagen, Trainrunnen. Schon cool. Weiterer Meilenstein, die Bergstation der Sesselbahn Languard liegt jetzt hinter uns. Noch eine Stunde bis Pontresina angegeben und in einer Stunde fährt auch etwa der Zug. Voll auf Kurs. Wir schaffen es. Über den Häusern von Pontresina. Wie ist die Lage, Susanne? Ja, super. Ja, und ansonsten klar, man kann die Tour auch etwas langsamer angehen. Und das Ganze mehr genießen. Vielleicht nicht gerade, weil im Herbst, es war doch heute ziemlich kalt. Auf jeden Fall zu empfehlen, ein leicht zu erreichender 3000er mit einer grandiosen Aussicht.